Servus, grüß euch, mein Name ist Schaf und ich darf euch gleich zu Beginn darum bitten, nicht zu erschrecken. Das ist jetzt ein bisschen ungewohnt für meinen Kanal, aber ich hatte keine Lust darauf, meinen ursprünglichen Plan durchzuführen, sprich meine Meinung zur Honda Monkey 125 in das Bergauf-Onboard-Video reinzuschreiben. Ich war schlicht ergreifend zu faul, da jetzt so viel ins Adobe Premiere reinzutippen, deswegen habe ich mir gedacht, ich werde es einfach einsprechen, und nachdem ich auch relativ viel Videoaufnahmen gemacht habe mit dem Affall, werde ich die da jetzt einfach drüber legen, damit es nicht ganz so fad bzw. schier wird für euch. Gut, der Titel hat es ja eigentlich schon mehr oder weniger verraten, und das ist jetzt kein deppertes Clickbait, sondern ich bin wirklich der Meinung, dass die Honda Monkey die beste 125er ist, die man sich kaufen kann, sofern man beste jetzt in diesem Fall versteht als das Motorrad, das den meisten Spaß bereitet. Denn die Honda Monkey war im Jahr 2018, wir sind ja jetzt fast schon durch, es ist jetzt Ende Dezember, die Honda Monkey war für mich definitiv das Motorrad, das mir das breiteste Grinsen ins Gesicht gezeichnet hat. Und das gilt jetzt für alle Motorräder, die ich gefahren bin. Und da waren heuer solche Granaten wie RSV, Fireblade SB, Speed Triple RS, Duono, Super Duke und so weiter, waren da alle dabei. Und trotzdem hatte ich den meisten Spaß garantiert auf der Monkey. Gut, wie genau schafft es die Monkey jetzt zu meiner Lieblings-125er zu werden? Weil die Maschine hat ja nur 9,4 PS und 11 Newtonmeter, das heißt, sie reizt da auch das, was maximal erlaubt wäre, gar nicht aus. Klar, ein Fakt, der spricht schon absolut für sie, das ist das vollgedankte Gewicht von 107 Kilogramm, was man, schon spürt. Bei allen 125ern spürt man, dass die einfach nichts wiegen, und dementsprechend kann man die ohne jeglichen Kraftaufwand bewegen. Und obwohl die Monkey da jetzt natürlich noch einmal leichter ist als der Rest, ist es nicht das niedrige Gewicht, was den Reiz von der Monkey ausmacht. Es ist nämlich so, also immer wenn ich 125er fahre, was in diesem Jahr ja doch ein paar Mal passiert ist, dann macht man eigentlich automatisch ein bisschen den Vergleich zu den großen Motorrädern oder zu den größeren Motorrädern. Und das fängt meistens bei der Optik an, wenn man dann so Dinge sagt wie, das Motorrad sieht erwachsen aus, beziehungsweise das Motorrad schaut nicht aus wie eine kleine 125er. Wenn es um die Fahrleistungen geht, um die Fahrbarkeit, werden immer sehr gern diese, nicht unbedingt Vergleiche gezogen, aber es wird immer gesagt, dass dieses Motorrad reif ist für eine 125er, dass es solide ist für eine 125er, und das ist genau der Punkt, wo die Honda Monkey für mich alles besser macht, weil die Honda Monkey ist ein Motorrad, und es gibt ganz wenige von diesen Motorrädern, die sich selbst überhaupt nicht ernst nimmt. Das Schöne am Affen von Honda, also ich bin nicht von Honda, ich bin nur ein Affe, das Schöne an dem Motorrad, jetzt wollte ich Moped sagen, was auch okay ist, ich sage auch zu großen Motorrädern Mopeds, ist die Tatsache, dass die Monkey, die muss erst gar nicht versuchen, erwachsen zu sein und wie eine große zu wirken. Darum geht es bei der Monkey nicht. Und das berührt mich als Fahrer dann auf diese Art und Weise, dass ich kann das nicht in Worte fassen, aber ich steige auf so ein Motorrad, einfach mit einem anderen Gefühl, mit einer anderen inneren Haltung auf. Und das ist eine sehr positive. Da geht es nicht im Entferntesten um Dinge wie Performance oder von mir aus auch, ich weiß es nicht, weniger lustige Dinge wie Spritverbrauch. Ich meine, auf sowas achte ich beim Motorrad generell selten. Aber bei der Monkey, da steige ich auf und bin eigentlich automatisch gut gelaunt. Den Effekt haben eigentlich alle Zweiräder mit Motor auf mich, aber das ist bei der Honda einfach, weiß ich nicht, noch einmal 4-5 Stufen höher. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass man, wenn man damit in der Stadt unterwegs ist, da kriegt man von den Leuten Reaktionen zu spüren, zu sehen, zu hören, die habe ich mit
einer anderen Maschine, egal welcher, egal ob das härteste Eisen auf dem Planeten ist oder irgendeine gigantisch große Reiseenduro, solche Reaktionen, so positive und fröhliche Reaktionen, dass man die Leute zum Lachen bringt. Ich meine, ich bringe die Leute oft zum Lachen, aber das ist meistens unfreiwillig. Das kenne ich von keinem Motorrad, das hatte ich nur mit der Monkey. Und wenn es da einmal, das habe ich beim Abholen gehabt, als ich sie abgeholt habe und dann fahrst du durch die Stadt und dann siehst du die Leute aus den Autos dich anlächeln und nicht belächeln. Und an dieses Gefühl kann ich mich dann jedes Mal erinnern, wenn ich wieder neu aufsteige und das macht mit mir irgendetwas. Ich kann nichts anderes sagen, außer dass es einfach herrlich ist. Was für mich dann sozusagen dennoch eine, in dem Fall positive Überraschung ist, auch wenn sich die Marke jetzt überhaupt nicht ernst nimmt, sie fährt trotzdem wirklich sehr, sehr solide. Also, ihr habt es vielleicht in meinem Onboard-Video gesehen, das habe ich da oben in der Ecke, ich hoffe es ist die oder die, da sollte jetzt so ein i auftauchen, da könnt ihr draufklicken, habe ich das verlinkt. Ihr könnt euch da sehr gut selbst ein Bild darüber machen, wie flott man doch mit der Monkey auch fahren kann. Und es liegt vor allem daran, dass sie Honda-typisch, sage ich einmal, durchaus hochwertige Komponenten verbaut hat. Das heißt, auch wenn man da jetzt schneller unterwegs ist, bietet sie in den Kurven trotzdem ausreichend Stabilität. Ich bin da nicht irgendwie aufgeschaukelt worden von einem Bike. Und auch die Originalbereifung, über die sich viele Leute gerne aufregen, was mir ein Rätsel ist. Also ich konnte mit dieser Originalbereifung relativ problemlos bis zu den Fußrasten runterkommen. Ich meine, das ist auf der Monkey keine spektakuläre Schräglage, sowas fahre ich nicht mehr. Aber trotzdem, das hat ohne Probleme funktioniert. Und auch die Bremse, und das ist sogar im 125er Segment, wo ja gerade die Bremsen oft eine Schwachstelle sind, beziehungsweise sehr viel Handkraft brauchen, war die Bremse für mich dann eigentlich wirklich eine schöne positive Überraschung. Das liegt dann wahrscheinlich daran, die ist jetzt nicht besser als andere 125er Bremsen, aber da kommt dann tatsächlich das niedrige Gewicht zum Tragen, würde ich jetzt einmal meinen. Da tut sich die Bremse ein bisschen leichter, obwohl es natürlich eine kleinere Scheibe ist. Zwei Dinge, die auch sensationell sind, sensationell sind sie nicht. Sensationell ist nur eine Sache, das ist der Wendekreis. Also das Motorrad hat einen Wendekreis, der ist so eng. Damit in der Stadt zwischen den Autos durchzufahren, das funktioniert auf keiner anderen Maschine besser als auf der Monkey. Und gleichzeitig, da hatte ich nämlich die Sorge, ich kannte nämlich diese SkyTeam, glaube ich, heißt der Hersteller, die so Monkey-Replikas bauen, die auch wesentlich näher am alten Monkey-Original sind, was vor allem die Ausmaße betrifft. Die kannte ich und auf denen sitzt man wirklich sehr, sehr niedrig oben. Und zwar so niedrig, dass ich gesagt habe, damit fahre ich nicht in die Stadt. Weil da bist du einfach im Falle einer Kollision erwischt ein normales, gewöhnliches Auto mit der Stoßstange dann nicht irgendwie dein Bein oder deinen Fuß, sondern da fährt ja die Stoßstange ganz normal ins Gesicht bis Oberkörper rein und das brauche ich in der Stadt nicht. Und deswegen war ich da ein bisschen besorgt bei der Monkey im Vorfeld, dass ich mir dachte, naja, oje, jetzt übt dieses Motorrad einen solchen Reiz auf mich aus, aber wenn ich mir dann eingestehen muss, dass es mir eigentlich zu gefährlich ist das ein Blödsinn. Ist aber Gott sei Dank nicht der Fall. Also die hat 775 mm Sitzhöhe und das ist eine gewöhnliche, sagen wir mal, gewöhnlich niedrige Sitzposition, aber das Gute ist, man ist damit im Startverkehr tatsächlich auf Augenhöhe. Noch ein weiteres wichtiges Feature, das ich kurz erwähnen muss, die hat glücklicherweise auf der hinteren Bremse, auf der Hinterradbremse kein ABS. Das heißt, man kann damit die herrlichsten Schleiferl ziehen. Ich weiß gar nicht, wie sagt man eigentlich zu einem Schleiferl, also zu einem blockierenden Hinterrad in Deutschland? Gibt es dafür auch einen schönen Namen wie bei uns, Schleiferl? Das kann man wunderbar damit machen und so ein Schleiferl zu ziehen, ich weiß nicht, das ist irgendwie wie ein Furz. Das ist sowas primitiv-idiotisches und trotzdem hört es nicht auf, lustig zu sein. Also was ich da mit dem Cowboy Sepp gemeinsam in der Stadt gelacht habe, sensationell. Was auch spannend ist, ich selbst bin 1,84 groß und ich habe auch kurz meinen Bruder aufsitzen lassen, der ist 1,93 und selbst der findet auf der Monkey Platz. Also das ist ganz interessant, durch diese wirklich ultimativ bequeme Sitzbank
auf der man relativ viel Platz nach vorne und nach hinten hat. Das ist ja einfach eine flache, durchgehende Bank. Da können sowohl kleine als auch große Personen sich eigentlich gut zurechtfinden. Und natürlich das Schöne daran ist, je größer der Mensch ist, desto lustiger schaut es aus und wahrscheinlich kriegt man dann auch noch umso mehr fröhliche Reaktionen in der Stadt. Da wir hier zum Beispiel die Szene mit einer Reisegruppe aus Indien im 1. Bezirk, wo ich mit dem Cowboy Sepp gemeinsam unterwegs war, also sowas habe ich ja überhaupt noch nie erlebt. Die haben sich auf die Monkey gesetzt, ich glaube 20 Leute, das war das Allerbeste überhaupt. Thank you so much. No problem. Yes, please, thank you. Ja. Jetzt müssen wir wohl mal den Nachmittag verbringen. Bald haben wir ganz Indien durch. Aber das Problem ist, es kommen immer neue. Wir müssen ja so eine Schüssel aufstellen, da haben wir Mittagessen drinnen. Am Morgen sind wir Famen in diesem. Ich finde es geil, dass sie sich auch auf die Randsonne draufsetzt. Thank you. You're welcome. Have a nice day in Vienna. You're very welcome. Very welcome. Have a nice day. Bye bye. Ja, jetzt möchte ich aber natürlich, auch wenn es mir schwerfällt, trotzdem ein bisschen was Negatives auch sagen, weil es negative Punkte gibt bzw. gab während meiner 10 Tage, die ich die Monkey bewegen durfte. Also die sogenannte Honda-Qualität, die einfach für perfekte Verarbeitung steht, das ist ja altbekannt. Und die Monkey ist jetzt auch nicht billig, also was ihre Verarbeitungsqualität betrifft, aber ich muss sagen, ich bin von Honda Besseres gewöhnt gewesen. Also wenn man damit unterwegs ist, es sind ein paar Vibrationen zu hören gewesen, die definitiv nicht normal waren, wo irgendwie Plastikverkleidungen ein bisschen so zum Scheppern anfangen und wirklich explizit vorne der Frontscheinwerfer, die Plastikverkleidung schaut zwar wunderbar aus, aber die hat sich ständig gelöst. Kein Problem, ist dann noch irgendwo verschraubt oder so verklebt, ich weiß es nicht gewesen, also den hätten wir jetzt nicht verloren, aber es ist immer oben so ein Spalt aufgesprungen und das musste man nur so zurückklopfen, damit das wieder in die ursprüngliche Position zurückkommt. Das war definitiv ärgerlich und nervig und vor allem, und das bringt mich zum zweiten negativen Punkt, der mit Abstand der größte ist, bei dem Preis ist das eigentlich ein No-Go, weil die Monkey ist definitiv nicht billig. Weil die kostet in Österreich doch über 4.000 € und das ist natürlich nicht wenig. Ich meine, wenn man es vergleicht mit anderen modernen 125ern, ist der Preis eigentlich vollkommen normal bis dann vielleicht sogar niedrig. Aber trotzdem, es ist ja doch ein bisschen weniger Motorrad im wahrsten Sinne des Wortes als eine ausgewachsene 125er. Und dafür mehr als 4.000 € zu zahlen, tut schon weh. Aber Alternativen gibt es keine. Also es gibt kein 125er Motorrad, es gibt auch in den anderen Segmenten, finde ich, kein Motorrad, das mich so dermaßen zum Lachen bringt. Jetzt läutet die Post und bringt wahrscheinlich ein Weihnachtspackerl von Amazon. Ich jedenfalls habe gerade noch über den Preis der Monkey gesprochen, der leider für meinen Geschmack zu hoch ist. Allerdings habe ich auch gesagt, dass es keine Alternative gibt. Und ich würde mir tatsächlich, wenn ich mehr als mein legendär zweistelliges Budget zur Verfügung hätte, das mir sowieso nur meine alte CB500 mit Ach und Krach erlaubt, dieses Motorrad, die Honda Monkey, die würde ich mir sofort kaufen. Also ich habe das auf keinem motorisierten Zweirad erlebt, dass ich eine solche Freude und einen solchen Spaß hatte. Wenn ich da jetzt dran zurückdenke, dann muss ich immer noch lachen. Das war wirklich eine herrliche Zeit. Und im Übrigen erhoffe ich mir
von einer zweiten legendären 125er Neuauflage von Honda vom Supercup erhoffe ich mir einen ähnlichen Effekt und ich werde alles daran setzen, dass ich einen solchen im nächsten Jahr unter meinen Arsch bekomme, weil damit möchte ich auch unbedingt ein paar Runden drehen. Ihr wisst jetzt aber jedenfalls Bescheid über meine Meinung zur Honda Monkey. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und ja, bis zum, nächsten Mal. Macht's es gut und speed safe, genau, speed safe. Ui.